Meine Und? Damen und Herren, wir haben den ersten 700er Berserker In weltweit heute in 3, drei 2, 1. Da ist er! Zero. Glückwunsch, Charlie, der Yay, erste gesetzt. Sehr cool. 700er Berserker weltweit. Yeah, Ein echter Macher. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und wie ihr bereits seht, ist das heute wieder eines dieser Videos, denn wir befinden uns hier im Account vom guten Charlie. Und Charlie haben wir auch gleichzeitig hier mit im Discord-Call. Hallöchen Charlie, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ja, sollte ja der ein oder andere von euch kennen. Ich weiß gar nicht, das letzte Video, was wir zusammen gemacht haben, waren deine Pets und Früchte, oder? Das ist schon ein bisschen her. Das ist schon ein bisschen her, schon ein paar Jahre. Ja, auf jeden Fall bist du aber nicht das erste Mal hier auf dem Kanal. Und jetzt hat der Charlie hier gestern einen Rekord mehr oder weniger, ja, kann man eigentlich so sagen, ja, ist ein Rekord aufgestellt. Und zwar ist Charlie der erste Stufe 700 Berserker weltweit. Und zwar geworden am 20.09.2025. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich dafür. Ja, vielen Dank. Das war, ja, man kann es nicht beschreiben, wenn man so eine Stufe erreicht. Das ist Wahnsinn. Man ist sehr erleichtert und auch sehr glücklich. Aber jetzt geht es wieder weiter. Mit ein bisschen Pause, mal überlegt, mal feiert ein bisschen, ein paar Bierchen haben wir getrunken. Und ja, ich würde sagen, jetzt wird das nächste Ziel angenommen. Ich bin noch nicht genau drauf, welches Ziel ich überhaupt machen will als nächstes, aber wir werden mal schauen. Ich denke mal erstmal die Früchte, für 10.000 Früchte wäre, glaube ich, das nächste Ziel. Und dann schauen wir mal, ob wir die mal beim XXL-Stream dann mal umwandeln in Getränke halt, ne? Ja, also wir hatten ja das Ganze hier gelivestreamt auf Twitch. Du warst live, Ja. ich war live und waren noch ein paar andere dabei gewesen und wir haben uns das Ganze zusammen reingezogen und war auf jeden Fall sehr cool. Also du stackst hier auch deine Früchte hoch, ja? Also nicht nur auf deinen Main, sondern auch hier auf dem Account. Ja, wie ihr seht, das sind schon fast 5.000. Beim Main-Chart sind es fast ein bisschen mehr. Das sind immer bei 8.000 pro Element ungefähr aktuell. Wenn du da Aber auf du dem kannst Main gleich bist, nochmal rein. wenn du auf dem Main bei 10.000 bist, dann müssen wir da auch nochmal ein Video machen dann. Das Ja, müssen wir uns ja, auch nochmal anschauen dann. Das dauert aber noch ein bisschen. Ja, aber das lassen wir uns auf jeden Fall. Ja, Stufe 600 bist du geworden am 7.8.23. Warst du auch der erste Stufe 600er Berserker? Ich glaube nicht. Nee. Beim Magazine steht es, glaube ich, drin, dass ich das erste Mal, aber das stimmt nicht. Aber ich glaube, ich war der zweite oder der dritte. Ja, wir können ja auch mal. Weil Paul Terra war ja eine ganze Weile vor mir. Und er hat ja dann aufgehört wegen privaten Gründen, den man jetzt nicht erläutern will. Ich weiß es größtenteils und ja, sonst wäre er schon längst auf 700 gewesen. Können ja nochmal einen Blick in die Statistikseite werfen und da sieht man ja dann auch nochmal, das sieht hier bei dir so anders aus irgendwie alles hier, als bei mir. Oder es wurde gerade überarbeitet. Ich nutze es eigentlich selten über den Button. Ich habe normalerweise immer einen. Ja, eigentlich müsste es auch, ist ja eigentlich egal, von welchem Account man das Das lädt irgendwie ganz schlecht. Das lädt ganz langsam. Ja, jetzt sieht die Seite aus wie immer. Okay. Ja, die hat wohl Man einfach sieht auch deine Pilze rumstehen. Sind das meine? Ja, das sind deine. Lol. Okay, dann ist das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen, weil ich jetzt über deinen Account den Webshop hier geöffnet habe, aber eigentlich in meinen Account drin bin. Da hat es wohl irgendwas zerscheppert jetzt gerade im System. Auf jeden Fall wollte ich euch zeigen hier, wenn man hier nach den Berserkern sortiert, sehen wir momentan den Charlie auf Stufe 700, weit vor den anderen. Weißt du da zufällig, ob die sich Dungeons aufgehoben haben oder ob du erstmal so diesen Abstand weiter ausbauen kannst? Man sieht es, wenn die Leute Dungeons gemacht haben. Geh mal auf den Jürgens mal drauf. Ja, man sieht ja, das kann man ja machen hier. Man sieht es ja, und da ist auch dieser große Anstieg da. Also da war wahrscheinlich Dungeons drin. Ich denke mal, er hat sie gemacht. Also da war ja ein Riesensprung drin. Ja, das kann gut sein, ja. Also viele haben gemacht, einige haben es nicht gemacht. Aber die meisten, glaube ich, haben sich das nicht nehmen lassen.
Da kann man das so ein bisschen kontrollieren, weil manche machen ja so eine Late-Game-Dungeon-Pause, ne, die dann halt eben auf ganz, ganz Long-Term irgendwann mal der höchste Char ihrer Klasse oder so werden wollen. Die legen natürlich dann später keine Dungeons mehr, weil die halt eben, ja, umso höher im Level sind, umso weniger XP bekommen. Ne? Aber so wie es hier aussieht, scheinst du erstmal good to go zu sein, weil auch alle anderen Berserker hier anscheinend die Dungeons auch genommen haben und dementsprechend können sie dann auch auf dich keine XP dann mehr gewinnen. Ja, kann natürlich sein, dass hier unten weiter noch irgendwo jemand lauert, der ja, hier die Dungeons nicht genommen hat, aber momentan sieht es ganz gut aus. Ja, also könnte gut sein, dass du auch in Zukunft weiterhin der höchste Bersi weltweit bleibst. Ansonsten können wir ja mal auf deinen Chart schauen. Du bist hier auf dem Server F22, ehemals S39. Der ist wann gestartet? Vor wie vielen Jahren? Erst vor 6,5 Jahren. Also 6,5 Jahre ist der Char hier schon alt. Also quasi nach 6,5 Jahren hast du Stufe 700 auch erreicht hier mit dem Charakter. Ja. Also Start war 1.3.2019, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Von S39, ne? Genau, von S39. Die Fusion war am 15.3.24. Steht ja auch da. Ja, das steht auch hier. Das ist tatsächlich der... Ah ne, sind zwei deutsche Welten fusioniert mit ganz vielen anderen noch, tschechischen, polnischen und internationalen. Das waren ja auch die letzten deutschen Server gewesen, die released worden sind. Danach kam ja dann auch nichts mehr großartig. Und ja, das war auf jeden Fall S39 war ich auch damals noch mit dabei. Wie du auch schon eingangs erwähnt hattest, Paul Terra hatte hier auch gespielt gehabt und hatte hier auch einen fetten Bersi. Er spielt immer noch. Spielt immer noch, ja? Ja, er spielt sogar bei uns in der Gilde sogar drin, ganz weit unten. Ja, und hatte ja damals hier, Paul hatte ja damals hier einen der höchsten Bersis gehabt, einen der stärksten. Aber ja, dadurch, dass er halt eben eine Zeit lang ja, AFK gewesen ist, sag ich mal, haben natürlich andere das Ruder übernommen. Und ja, ich sehe jetzt auch so von der Skillung her, bist du auch ziemlich aggressiv unterwegs auf jeden Fall, ne? Naja, das sind 60-40, glaube ich. Ja, es ist aber auch, finde ich, okay, sag ich mal, weil als Bersi musst du auch so ein bisschen Schaden machen. Ne? Aufgrund deiner ja, Fähigkeit, die du hast, ist das natürlich auch vorteilhaft, da dann auch dann dementsprechend Damage zu machen. Finde ich ähnlich wie beim Magier tatsächlich. Beim Magier auf 50-50 würde ich jetzt auch nicht so feiern. Genauso wie den Bersi auch, würde ich jetzt auch nicht so extrem fühlen. Ja, ansonsten hast du hier schon Legendary Dungeon gespielt, sehe ich. Aber noch nicht ganz alles bekommen, ne? Bis auf die Waffe hier. Die Waffe fehlt noch. Ja, aber deine Verbesserungen sehen hier auf jeden Fall schon gut aus. Du hast ja auch auf deinen Main, du bist so ein richtiger Ressourcenstacker, habe ich so das Gefühl. Du stackst dir so die Früchte hier bis ins Unermessliche. Jetzt muss ich mal gucken beim Schmied. Ja, ein paar Kristalle hast du auch noch. Ich meine, gut, das teuerste wird dann auch die Waffe dann sein, ne? Ja, da kannst du kurz gucken, wie viel das kostet. Die ist ja aktuell auf 0. Ja, das, also bei mir hat sie 10 Millionen gekostet, hier bei dir 4. Ja, da kann ich vielleicht noch ein bisschen was hochmachen. Ja, safe. Also je nachdem, was für eine Stufe du hast mittlerweile. Ich habe jetzt aufgehört, die zu verbessern und warte jetzt halt auf die Waffe noch. Ich bin, glaube ich, bei 18. Legis. Normalerweise, glaube ich, bin ich. Ja, 18. Das heißt, ja, 21 müsste die Waffe kommen. Und das ist, glaube ich, ein Einzelrun, was ich gerade drin habe. Ja, das sieht man hier. Der ist nicht lila hier unten. Genau. Ja, sonst wäre es ein Ultimate Run. Ansonsten, wie ist so die Aktivität hier auf F22? Ist ausbaufähig. Also rein, ohne dass du jetzt was sagst, würde ich sagen, der Server F22 sieht ja aufgrund schon alleine der Ehrenhalle ziemlich inaktiv aus. Also nicht inaktiv im Sinne von, hier ist gar nichts mehr los, aber ich sehe hier auf jeden Fall, dass eine Gilde halt sehr krass dominiert. Und das ist für mich immer schon mal so ein Zeichen, dass ja, der Server, weiß ich nicht, vielleicht immer schon so ein bisschen inaktiver sein könnte. Wie ist da so dein Empfinden? Es könnte besser sein von der Aktivität. Also die ersten 3 Gilden dominieren hier, also beziehungsweise Mia dominieren eigentlich den Server aktuell. Und dann kommen 3, 4 gute Gilde, wo noch einigermaßen dabei ist und dann ist ein großes Loch erstmal.
Also zumindest sind hier die Gilden noch auf 50 Member gefüllt. Das sieht auf manchen Servern noch schlimmer aus, muss ich sagen, als auf dem hier. Ja, aber hat ja nichts zu heißen, dass die dann auch ja, aktiv spielen hier auf jeden Fall. Ja. Ansonsten. Schade, dass man es nicht mehr sieht. Beim Elevator kann man das gut sehen, welche Gilden relativ aktiv sind und welche nicht. Aber ich habe jetzt da kein Bild, glaube ich, mehr da. Ja. Vielleicht müsste ich mal gucken, ob ich irgendwo im Video nochmal einen Screenshot irgendwo finde. In den Dungeons, wie sieht es da bei dir momentan aus? Auch eher Flaute oder kommst du da noch irgendwie weiter? Ich meine, also das wird wahrscheinlich, die werden nix. Da ist aktuell Stillstand. Ja, Aber das ist selbst auf meinem Main hier schwierig, die Dungeons hier. die sind alle not possible, da unten sind ein paar, ich glaube mit ein paar Prozente, aber viel mehr ist es nicht. Und Der sobald, Sandsturm hat, glaube ich, 10% oder so. ja, also sobald neue Dungeons raus sind, legst du die auch sofort, ne? Gut, ich habe jetzt ein bisschen gespart beim Sandsturm, da könnte ich noch mehr, aber muss man mal schauen, wann ich das mache. Vielleicht beim nächsten Hexentanz. Ja, ansonsten hatte ich gesehen, spielst du auch hier die Kalender-Skip-Taktik. Wie ist so generell, du bist ja der höchste Berserker weltweit, das heißt, du legst ja auch viel Wert auf Erfahrung. Wie ist denn so dein genereller Spielstil hier auf dem Account? Bist du ein kompletter XP-Spieler oder nimmst du bei den Quests dann doch eher noch die Gold-Quests an? Ich spiele relativ viel auf XP sogar. Also Also ich versuche immer die 40 Punkte zu hitten, irgendwie halt. Also du präferierst die 3 Sterne über die Kisten, ja? Ja, aktuell schon. Also Okay. das war jetzt halt für den 700er, war es mir halt wichtig, da vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte mehr rauszukitzeln als die anderen Spieler. Aber jetzt könnte ich theoretisch auch wieder mehr auf Gold spielen, ein bisschen. Okay, weil das ist nämlich sehr interessant, weil die meisten, die so eine hohe Stufe haben in ihrer Klasse, die haben das Problem, dass sie halt eben höchster ihrer Klasse sind, aber halt eben statpunkt-technisch einfach den anderen ein bisschen was hinterherstehen. Das ist zum Beispiel bei mir auch gerade der Fall mit meinem Battlemage, den ich habe. Da habe ich ja momentan auch ein paar Dungeons offen und The Dark Mage ist halt der allerhöchste Battlemage der Welt so. Der geht aber full auf XP und dem ist Gold quasi komplett egal. Also der nimmt alles auf XP und ja, das Problem dabei ist aber, Das sieht man auch statpunkt-technisch, hinten am Hauptattribut, sieht man es halt. Statpunkt-technisch ist er halt hier auf Rang 12, ne? Also dafür ist er halt relativ weit unten, was die Statpunkte angeht, ne? Also man tauscht schon seine Stärke ein gegen das Level, so. Ich muss mal gucken, wie das bei dir so ist jetzt gerade. Das ist exakt das gleiche. Also hier beim Level bist du zwar der Höchste und hier bei Ausdauer Hauptattribut sieht es da bei dir aus? Oh ja, ähnlich, wirklich sehr ähnlich, ja. Auf Rang 18 hier momentan. Ja, das ist halt das Ding. Man kann eben nicht alles haben. So entweder man nimmt die Spielweise oder die Spielweise. Deswegen hat mich das jetzt bei dir gerade interessiert, ob du wirklich speziell auf XP grindest und wie da so deine Pläne jetzt auch für die Zukunft sind. Spielst du jetzt weiter auf XP oder wirst du jetzt auch halt eben auf Gold jetzt rüber switchen? Ist dir das Level jetzt, ja, egal, weil jetzt hast du ja die 700 so. Wahrscheinlich werde ich switchen auf Gold. Okay. Wahrscheinlich. Es wird ein bisschen schwer, jetzt sich wieder umzustellen, aber mal schauen. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich jetzt in der Quest bin und ich merke, ich schaffe die 40 Punkte nicht. Ich krieg's nicht hin. Es ist not possible. Dann gehe ich natürlich auch auf die Goldkisten, weil macht ja dann keinen Sinn. Okay. Ja, man muss ja nicht gleich von dem einen Extrem zum anderen so rüber switchen. Man kann ja auch so ein bisschen Hybrid spielen. Also, ja, also kann zum Beispiel sagen wir mal, einen Tag lang auf XP, den nächsten Tag auf Gold. Oder machst 100 auf Gold oder 100 auf XP. Das kann jeder so spielen, wie er will. Also. Ja. Und das ist halt das Problem. Ich habe jetzt ich habe zwar ein sehr relativ hohes Level, ich krieg die besten Items, aber ich habe halt nicht so viele Attribute. Deswegen stehe ich auch nicht ganz oben, weil ich krieg die da oben teilweise auch überhaupt nicht down. Aber du siehst, die Ehre-Unterschied ist fast 0. Also da gibt sich fast nichts nach oben. Das stimmt. Gerade mal nicht mal 2000 Ehre-Unterschied. Also alles sehr eng zusammen da oben. Das ist richtig, ja. Ja, interessant auf jeden Fall, wie da jetzt so deine Pläne für die Zukunft sind. Vor allen Dingen auch,
mal interessant zu sehen, ob du auch so, ja, wenn es jetzt irgendwann in ein paar Jahren Richtung 800 gehen sollte, ob du da auch ansatzweise der erste Berserker bist und dann aber vielleicht ein bisschen stärker als der ein oder andere, der jetzt halt eben vor dir ist. So, ne? Das ist halt sehr interessant zu beobachten. Generell bei allen Spielern so, die entweder auf XP oder Gold gehen, so, ne, ob das ein Dr. Dam ist oder ein Ignil, ne, die halt eben diese Extremvariante spielen von höchstes Level haben, dafür aber extrem weit in der Ehrenhalle zurückgeworfen werden, so, ne, das ist halt eben so diese Problematik dabei. Ja, aber ansonsten natürlich eine sehr schöne Sache. Erster 700er einer Klasse weltweit zu sein, ist natürlich auch sehr, sehr cool. Und ja, ich bin gespannt, wie du hier auf dem Char weitermachen wirst. Wünsche dir auf jeden Fall hier auch noch weiterhin alles Gute. Wenn du noch irgendwelche Pläne hast oder irgendwie noch was sagen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Ansonsten, ja, haben wir, glaube ich, erstmal so das Weiteste gezeigt, oder? Du kannst jetzt noch einmal kurz in den Main-Char reingehen und da mal in die Fettfrüchte gucken. Das können wir noch machen. Ich wollte mir das eigentlich aufheben für das Video, aber okay, gut. wir können auch sehr gerne schon mal so einen kleinen Sneak Peek hier rein in deine Früchte. So einen kleinen Sneak Peek? Ja, so in deine Früchtesammlung hier. Ja. Das hast einen ordentlichen Obststand schon aufgebaut. Du. Das ist wirklich krass, ja. Und das sieht, ich habe noch nichts gespielt heute, also ich muss noch ran. Ja, also da bin ich mal gespannt. Wenn hier so die 10.000er stehen, das sieht bestimmt lustig aus dann. Da sehen wir uns spätestens dann nochmal in einem neuen Video dann wieder. Ja, aber das wird noch eine Weile dauern. Ja. Also ein Jahr bestimmt. Ja, ich meine, du bist auf einem guten Weg auf jeden Fall hier. Mal gucken, ob eines Tages ein, ja, weiß ich nicht, Quality of Life Update hier reinkommt, wo man dann die Früchte ein bisschen schneller zur Hexe bringen kann. Als es jetzt momentan der Fall ist, weil ansonsten würdest du hier wirklich... Stunden. Ja, wirklich, du brauchst bestimmt einen ganzen Tag dafür. Also, und danach habe ich einen Tennisarm. Ja, das kommt dann auch noch mit dazu. Aber auf jeden Fall dann auch viel Gold, was festgeskillt werden kann. Was du dann auch wieder gedrückt halten musst dann. Ja, aber das mit Gold drücken, das ist kein großes Problem. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ja. Also... Ja, hier fehlt ja auch noch, ne? Hier fehlt ja auch noch die Waffe, ne? Ja, ich habe sie bekommen, aber du kannst unten nochmal gucken, die ist weiter unten. Da, ja, diese Dreizack und die sind neu, ja, aber die Spanne gefällt mir nicht. Also es ist so eine ähnliche Spanne. Ich glaube, das ist sogar fast exakt dieselbe Spanne, die ich auf meinen Main-Char hatte, mit der ersten Waffe, die ich gezogen habe. Ja, und die zweite ist sogar noch schlimmer, glaube ich. Also der Würfel. Ach so, Oh. Ne, der ist ein bisschen besser. Ja, aber ist beides relativ. Muss nicht unbedingt sein. Hier, die Spanne ist schön auf jeden Fall. Ja. Aber du bist natürlich auch sehr volatil. Ich habe unten noch ein paar Epic-Waffen, die haben einen relativ guten Spannen. Die sind auch recht neu. Noch weiter unten. Ich glaube, muss noch bitte weiter runter scrollen. Noch weiter runter scrollen geht nicht. Das ist okay, hier gut, so deine höchste hier. Ja. Die ist auch recht neu, aber... Ja, mal gucken. Also machst du noch ein paar Runs, ja? Ja, ein paar Free-to-Play-Runs. Okay. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg auf deinem Main und deinem Berserker. Ich würde es halt gerne komplett haben, das Set. Ja, das wäre schon gut. Ist auch ein bisschen doof, wenn man alles hat, bis auf die Waffe halt. Das ist schon sehr bitter dann. Ja. Aber ich kriege aktuell keinen Run, das Inventar ist komplett überfüllt. Ja. Dann muss da ein bisschen zerlegt werden. Oh, also auch schon alles. Ja. Ja, gut. Ja, das halt das. Und die viele Kristalle habe ich halt nur gehabt, weil ich konsequent jeden Tag die ganze Zerlegung gemacht habe. Ja, krass. Aber halt nicht immer Epics, ich habe auch normale Gegenstände zerlegt. Das ist heftig. Also auf dem Main hast du doch so viel, ne? Gestackt an Ressourcen. Da hast du ja easy. Sogar noch mehr. Ich habe jetzt die 11 Millionen dazu über, die sind für die Waffe. Ja. Und die anderen Gegenstände sind alle auf 20. Ja, das ist krass. Man sieht ja, wie teuer die sind hier. Also, das hatte ich ja bei mir auf dem Char auch gesehen, das ist heftig. Also, was das kostet, 50 Millionen, das ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Ja. Und die Begleiter haben halt gar nichts. Das ist halt das Problem. Aber na gut, sie brauchen jetzt auch nichts. Nö, erstmal nicht. Kann ich mal 2 oder 3 Mal verbessern, so viel kostet das nicht. Ja, erstmal ist der Main dran. Genau.
Alles klar, dann würde ich sagen, bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle, dass du hier bei mir zu Gast auf dem Kanal gewesen bist. Hat mich sehr gefreut, dich mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Und Immer wieder gerne. wenn du noch was zu sagen hast, sehr gerne raus damit. Ansonsten bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Livestream, würde ich sagen. Mit dem neuen Rechner wahrscheinlich. Weil ich habe jetzt umgestellt auf Windows 11 jetzt dann den nächsten. Ja, sehr nice. Ja, Da dann. muss ich auch noch ein Intro machen. Da könnte ich vielleicht mal deine Hilfe gebrauchen. Ein kleines Intro, Oh Gott, oh Gott, oh ein Gott. kleines Outro. Da fragst du ja den richtigen Experten hier. Genau. Alles klar, dann würde ich sagen, Ja, gut, okay. verabschieden wir uns. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Stream.